Da steht er, der Astella. Viele Schweizer lassen sich den direkt auf den Campingplatz liefern und da bleibt er einfach mal stehen, weil das ist fast eine Eigentumswohnung, oder? Ja, das ist so. Also wir haben schon einige Fahrzeuge auf die Campingplätze im Tessin zum Beispiel gestellt, weil doch die meisten Kunden haben gar nicht ein Fahrzeug, das so was ziehen kann. Oder? Das geht ja bis zu 3 Tonnen hoch, oder? Viele verwenden, das ist ja so, die Bauvorschriften, die werden immer strikter natürlich in der Schweiz. Da kannst du nicht einfach ein Haus bauen. Das ist für viele ein Wohnwagen. Das ist ja kein Haus, sondern das darf man hinstellen auf dem Campingplatz oder auch mal auf dem Privatgelände, oder? Ja, das darf man. Privatgelände, ja. Mal sehen. Ja, also kann auch Probleme geben. So ist es, wenn man dauerhaft da steht. Aber wenn man ihn ja nur parkt dort, ich sag mal, und abstellt, dass man ihn nochmal benutzt, dann geht's. Das geht. Siehst du, Okay. er hat gerade gezwinkert. Ich grüße dich, Theo Strebel. Du bist aus welchem Ort kommst du? Ich bin aus Wohlen, Kanton Aargau. Die Firma ist in Waltenschwil, genau. In Waltenschwil, genau. Waltenschwil, ja. In Waltenschwil. Da, wo die besten Mohrenköpfe produziert werden. in der Mohrenköpfe? Schweiz. Ja, Das darf man nicht mehr sagen. Das sind jetzt Schokoküsse. ja, genau. So. Ich zeig's mal gerade. Da vorne hast du runde Formen. Genau. Das bedeutet ganz konkret, ihr habt viel investiert. Nichts ist da von der Stange bei Adria. Ihr habt alles umgedacht, oder? Bei dem Wohnwagen. Ja, Adria ist bekannt für Innovationen. Und es war ganz klar der Auftrag bei Mastella, ein Fahrzeug zu liefern, das eine ganz spezielle Außenform hat und auch sehr luxuriös ist innen. Und ich glaube, das ist ein Resultat, das wirklich nichts zu wünschen übrig lässt. Das ist unglaublicher Hingucker. Also hier waren ja Tage, da standen die Leute sogar Schlange, Genau. um reinkommen zu können. Jetzt am Montag geht's, deswegen drehen wir im Moment. Das ist es vom Preis-Leistungs-Verhältnis her. Ein richtiger Hingucker. Hier dürfte das Bad sein, oder? Ja, genau, das ist das Bad und unten ist die Kassette für die Toilette. Wollte ich So. mal öffnen? Ja, mach mal auf. Eine Standard Tedford nehme ich an, Das ist eine Stedford, genau. so die man drin hat. Hält ungefähr eine Woche für 2 Personen, je nachdem wie oft man reinmacht. Sage ich immer. 3 Tage. Ja. Aber bei mir hält es eine Woche alleine. Also 3 Tage. Passt. Eigentlich auch. So, ich habe hier ein Tandem. Das Coole ist Die natürlich, sind alle in Tandem, ja. Straßenlage ist phänomenal. Phänomenal, ja. 2,5 Tonnen Gesamtgewicht, oder? Die gibt es in 4 verschiedenen Modellen, diese Nastella. Was ziemlich cool ist, ist diese Klappe hier. Das ist normalerweise wäre der Raum verloren. Ihr habt euch aber viele Gedanken gemacht, dass man alles nutzen kann. Der Schönheit des Wagens trägt es natürlich nicht bei, noch eine Tür extra, aber du hast einen Stauraum für Sachen und der wäre wirklich verloren, oder? Genau, und es ist natürlich auch noch für die Heizung dann, die ganze Sache da zum Entlüften ist das ideal oder für sperrige Sachen zum Mitnehmen. Das sieht Vielleicht schwer mal- nach Alter aus, oder? Ja, es ist eine alte drin, ja. Das ist eine alte drin, eine Warmwasserheizung wie zu Genau. Hause. Das ist natürlich ein Traum für alle Allergiker. Kann man zur Elektrik oder wenn mal etwas ist. Okay. Und du kannst hier recht hohe Sachen einladen. Ja, das ist so. Geheimfach. Das ist immer dabei, das Fach, oder? Das Fach ist Serie, ja. So, außen Hier ist, Gas, oder? das ist direkt Wasseranschluss. Der hat Citywasser. Der hat City-Wasseranschluss, ja. Direkter Wasseranschluss. Das funktioniert wie so ein Klo-Spülung, muss man sagen. Der füllt sich immer wieder automatisch auf, oder wie funktioniert Nein, der ist zu gebrauchen als normaler Pumpentank. Oder man kann ihn umstellen und dann fließt das Wasser direkt auf die Direkt? Wasser hin. Ja, das? genau. Okay, das heißt also, ist nicht so, dass der Tank immer wieder aufgefüllt wird, sondern Nein. die hängen direkt das geht direkt, ja. Okay, Genau. verstanden. Große Fenster. Dann, Fenster, aber auch kompakte Fenster, also nicht aufgesetzte Fenster, so, die Rahmenfenster. sind bündig, flächenbündig. Das ist ein Fahrzeug mit einer sehr hohen Qualität auch für den Winter, weil eben eine alte Warmwasserheizung drin ist und dann sind auch die Fenster entsprechend kompakte Fenster. Was genial ist hier, Brückenfrei. das ist ganz wichtig, das Thema Kältebrücken hier in der Schweiz. Also klar, ich kenne die aus Schweden, Carbo und Co. Die machen das natürlich noch mal extremer bis minus 40, minus 50 Grad. Aber du sagst, bei den Schweizer Temperaturen, was haben wir hier schon mal, minus 30, gibt es das? Ja, so Selten. selten auch, oder? Eher 20, 10, gibt's. 20. Also 20 ist schon relativ viel. Da geht vieles nicht mehr. Ja, du hast hier vorne wieder das gleiche Fenster oben. Die Lüftung. Dann guck mal hier, die breite Front habt ihr unterteilt. Das heißt, damit das Ganze nicht zu wabbelig wird oder so irgendwas, ja, gibt es hier 2 Fenster und du kannst es auch getrennt öffnen. Das kann man öffnen da, ja, und das auch. Ja, also du kannst nur mal ein kleines Fenster aufmachen. Kannst du, wenn du willst, ja. Oder selber nur das aufmachen. Ist das der Gaskasten hier? Das ist eigentlich der Gaskasten, ja. Den kann man von innen öffnen. Mach mal Mit auf. einem Seilzug.
Ich will das mal sehen, weil ich kenne das nur mit einem Schloss obendrauf. Und hier siehst du ja kein Schloss. Das mit dem Seilzug ist natürlich genial, oder? Die Optik hier vorne, du kannst eine ganz andere Optik hier generieren, oder? Das ist natürlich 2,50 Meter breit, wirkt dann natürlich auch sehr großzügig vorne. Passen 2 große Gasflaschen rein und sonst noch Kleinigkeiten, was man Hand benötigt. Ein vollwertiges Ersatzrad ist mit drin. Du hast ein Alco-Chassis mit drin mit ATC. Genau. Ja. Ist Serie ATC, oder? ATC ist Option. Option. Kostet Serie, dieses Auto. Ja. Das ist, glaube ich, um 1100. Gut, das ist so ein System, das er nicht aufschaukelt, oder wie funktioniert das? Ein elektronisches Stabilisierungssystem, was über das Zugfahrzeug gesteuert wird mit Elektronik. Sobald das Fahrzeug ins Schlingern gerät, oder, bremst die entsprechende Radgruppe dann ab, oder? Und das funktioniert. Stabilisiert sich wieder. Da gibt es Videos zu, muss man mal sehen, das funktioniert so gut. Ja. Jetzt muss man aber sagen, das hängt auch vom Zugfahrzeug ab. Also klar, wenn ich im VW-Bus fahre, da brauche ich es vielleicht nicht so stark. Aber es gibt ja andere Autos, da kann das schon mal passieren. Die Beladung ist, glaube ich, das Wichtigste, oder? Ist auch ein Thema, sicher. Die Achslast sollte sicher eingehalten werden, die Deichsellast vor allem, oder? Die Stützlast dann? Stützlast, okay. Ja, sehr schön. Bitte mal zumachen. Ich bin mal jetzt sehr gespannt, wie die Optik sich nochmal ändert. Ja, es ist eigentlich ein kleines Haus, wenn du das hast. Warte, ich komme mal rum zu dir. Das ist die andere Seite. Jetzt die Aufbautür. Das ist natürlich auch was ganz anderes. Kriegt man sowas eigentlich auch, wenn man sowas haben möchte? Kann man das bestellen hier, dieser Einstieg für dauerhaft? Oder ist es nur für die Messe? Die Tür, oder? Nee, unten der. Der Ding, das ist nur für Messe. Nur für Messe. Ja. Aber das macht ja Leuten Spaß. Hast du das Video gesehen von der Messe in Düsseldorf? Genau. Da haben die vorne so ein Deck davor gemacht. Genau, das sieht super aus. Ja. Das kann man jetzt bestellen, das Deck, weißt du das? Ja. Nein, das wusste ich komplett. Nicht. Ja, ich habe die gefragt, geht's? Und dann hat sie gemeint, ja, müssen wir drüber nachdenken. Und ich glaube, man kann es ordern. Große Tür mit großem Fenster. Großes Fenster, ja, was man auch dann entsprechend verdunkeln kann. Ja, zeig mal bitte, wenn du mal reingehst und mal zumachst. Hi. Eine Verdunkelungsmöglichkeit, oder? In Silber? In Silber, also auch Sonnenschutz. Und dann gibt es noch als zweite da, das ist dann das Moskitonetz, oder? Das Fliegengitter. So, und dann, was ziemlich stark ist, ist die Tür mit dem riesen Fenster. Dass du also, wenn du drin bist, nicht eingeschlossen bist irgendwie, sondern das hat hell, oder? Die Leute, das fahrende Volk, muss man sagen, in Frankreich, die haben immer Fenster, die bis ganz runter gehen, damit sie mehr sehen können. Die haben also nicht die Fenster quer, sondern die haben viel größere Fenster. Und das hier erfüllt das komplett, trotzdem getönt. Genau, das ist halt interessant. Auch oben die Oberlichter, viel Licht, oder? Das wünschen die Leute halt, oder? Und dann so ein Fenster macht halt schon was aus gegenüber einem geschlossenen Fenster. Theo, es tut mir leid, wir brauchen mehr wie 10 Minuten, weil der Wohnwagen ist klasse. Guck mal da oben, die Markise, die Integration, wie schön das ist. Ist in Silber gehalten, wie der Wagen selber ist, oder? Soll ja nicht so auffallend sein, oder? Ist fast 5,5 Meter lang, oder? Das Licht, schau mal, außenrum eingelassen. Die Kederleiste, wie die integriert ist. Ja, die kann man zuschalten, wenn man will, oder abschalten. Ist ja eigentlich zugleich die Außenbeleuchtung. Ja. Krass. Ist aber ganz dezent, finde ich, oder? Ja. Komm, wir gehen mal schnell rein. Das ist Serie bei Mastella. Ja. Wenn du reinkommst, siehst du direkt, das ist Lounge-Charakter. Das ist nicht Wohnwagen-typisch, sondern... Das ist schon mehr Lounge-mäßig. Sehr komfortabel. So, steig mal ein, bitte. Wenn du reinkommst, der Sound ist trocken. Du hast hier einen extrem trockenen Klang. Da halt nichts. Ist ja auch gut isoliert natürlich. Oder? Super, gell? Genau, setz dich mal kurz da rein in die Ecke, bitte. Du bist ein großer Mann. Wie groß bist du? 1,87. 1,87. Ja. Und bitte mal einmal so richtig schön in die Ecke mal rein, beide Arme. So möchte ich das sehen. So, und dann kannst du gucken, abends die Tagesschau, die Schweizer, hier auf dem Fernseher oben drauf. Genau. Soundsystem ist schon eingebaut. Ist auch schon Bose-System eingebaut. So, und dann guckst du in diesen komplett offenen Raum hier rein. Das ist ja... Wirkt wahnsinnig groß, he? Oder? Und elegant. Die Küche allein, die sieht aus wie eine Designküche von Rolf Benz. Also gut, die bauen jetzt keine Küchen, aber du weißt, was ich meine. Ja? So eine richtig grifflose, weiße, matte Küche, das ist wirklich der letzte Schrei. Das Holz in dem Dunkeln, das wird ja gar nicht mehr verwendet. Ja, wirkt sehr edel halt. In Verbindung mit dem hellen Holz. Ja. Ja, das ist ja so beim Wohnwagen. Die Möbel werden ja mitgeliefert. Ja, so.
Und die Aussteller da, die sind natürlich auch wie im Küchenbau, oder? Ja, Häfle. Häfele. Dann guck mal hier, Sterne kannst du gucken hier drüber. Ja, weißt du, so Kleinigkeiten. Die Lämpchen hier, guck mal. Die kannst du einstellen. Die sind Du kannst- stellbar, ja. Kannst die indirekte Beleuchtung kannst du so einstellen, dass es perfekt wird. Genau. Dann der Dometic. Guck mal, wie der integriert ist hier in die Wand. In schwarz. So. Boah, ist der schön. Ich krieg ja immer wieder Anfälle beim Astella, muss ich sagen. Weil, Beidseitig zu öffnen auch da zum Beispiel. sag mal, das muss doch die anderen anspornen, oder? Ja. Die Wettbewerber. Ist doch manchmal ist ein Linkshänder oder so. Das ist Ja. interessant. Ist auch im Prinzip je nachdem, wo du kommst. Ja, wenn du jetzt von der Küche kommst, dann guck mal hier die Küche. Komm, wir zeigen mal ganz kurz mal die Seite. Da hast du überall Pushlock mit drin. Die Aufkleberchen kann man abmachen, gell? Zentral verriegelt. Jetzt ist zu. Jetzt habe ich zugemacht, ja. Jetzt ist offen. Ja, das ist, Pushlocks. ja. Gut, die sind nicht beladen. Glashalter, das vergessen auch ganz viele. Also da klappern denn die Gläser, du weißt nicht wohin damit. Und das ist im Wohnwagen. Aus, wenn man da schöne Gläser hat für den Apero oder so. Ja, es gibt ja Gläser für 60 Euro, weißt du, 70 Euro, wenn du Weinliebhaber bist. Genau. Die passen da rein. Dann hast du hier was. Dann guck mal hier oben das Bedienfeld von der Alde, wie schön das auch aufgeräumt ist. Gell? Und auch hier ist das ganze Elektrosystem eingebracht, oder? Da kann man verstellen. Das Licht, oder? Ja, das Licht, oder? Oder ganz abstellen. Oder nur bestimmte Bereiche beleuchten, oder? Ach, da ist ein Bussystem drin. Das heißt, du kannst es von mehreren Stellen machen, oder? Ja, auch beim Bett kann man abstellen. Hinten hat auch so ein Bedienelement, oder? Da sieht man jetzt zum Beispiel, das wäre dann für die S-Gruppe da, oder? Okay. Geht's an und aus. Bett. Dimmbar jeweils, oder? Ja. So, dann hast du hier euer neues Bedienfeld. Das ja Ja, Bedienfeld da, ja. Genau. ganz neu, gell? Ganz neu, ja. Ist überall auch in den Wohnmobilen drin, was da ist. Ja, die haben das ein bisschen, oder die versuchen das ein bisschen zu vereinfachen, dass das für jedermann ein bisschen logisch wird, oder? Darum haben die das vereinheitlicht, oder? Jetzt haben wir hier eine Alde natürlich mit Elektroanschluss. Du hast beides drin. Ja, wer das nicht kennt, Warmwasser, also Fußbodenheizung, Konvektoren, das ist eine ganz andere Wärme und man muss sagen, bei dem Aufbau, der ist extremst isoliert, der Gasverbrauch sehr gering, wenn man nicht dauernd die Tür aufstehen lässt, oder? Genau. Es ist halt so, die alte Warmwasserheizung, die ist halt ein geschlossenes Heizsystem. Die Wärme steigt hoch hinten und am Boden und es gibt keine Luft, die umwirbelt wird, oder? Vom Gebläse zum Beispiel, oder? Sie hätte ein bisschen länger, bis sie warm ist, aber wenn sie warm ist, ist das sicher die angenehmste Wärme, die man haben kann. Sie ist etwas träger. Das ist die ja. Sache, die mir auch aufgefallen ist. Aber hier, guck mal, hier der Abschluss hier. Das ist hier die Entriegelung für vorne. Das ist für vorne, für die Entriegelung. Dann hast du hier Ablagen hier oben. Das ist schon so, dass du hier leben kannst drin. Also das, klar, wenn du das jetzt jedes Mal rückbaust, aber wenn du jetzt hier feststehst für ein Jahr oder du hast ihn auf dem Campingplatz feststehen, dann, das ist Wahnsinn. Also das Interesse an so, merke ich, an ein bisschen luxuriöseren Modellen ist für Leute, die vielleicht im gesetzten Alter sind und einen schönen Platz haben auf dem Campingplatz, schon ein Thema, oder? Ja, es ist auch richtig schön und der ist ja gar nicht, klar, wenn ich jetzt sage, der ist nicht teuer, dann schreien die Leute wieder und sagen, das ist aber schon viel Geld, aber wir liegen, glaube ich, um die 60 oder was liegen wir hier? 60 das geht natürlich dann hoch bis 90 oder 80 oder so, oder? Es gibt ja 4 Modelle von Astella, oder? Ist das der längste? Nee. Das ist der kleinste eigentlich. Der kleinste? Der ist 8,30 Meter Handlänge, oder? Und das geht bis knapp 11 Meter, der längste. Phänomenal, du hast richtig viel Platz. Ich zeige mal gerade eine Schublade, dass wir das mal sehen. Das ist ja für Töpfe und so weiter, da kriegst du alles rein. Dann das Kochfeld, da hast du 3 Flammen drauf. Flammen, ja. Und du kannst die Flammen auch zusammenschalten, wenn du einen sehr großen Topf hast. Das geht Genau, auch. das geht alles mit automatischer Zündung. So, die Möbel sind ja im Preis mit drin, oder? Die hier eingebaut wurden. Genau. Ich frage mal so. Alles dabei. Das ist auch die Abdeckung ist auch vom Küchenbau her, also sehr robust und schneidfest. Ja, der Backofen ist mit drin. Der Backofen ist mit drin, ja. Der Tedford, hier oben hast du nochmal Platz. So, wahrscheinlich auf Wunsch, optional auch mit Mikrowelle.
einfach nur euch fragen als Händler, gell? Ihr könnt alles machen. Mikrowelle kann man immer haben. Ja. Die kommt dann oben rein, da die Mikrowelle. So eine kleine. Ja, genau. Backofen ist also auf Gasbasis. Ja, Backofen mit Ober- und Unterhitze, ganz wichtig. Dann hast du hier das Bett. Geh mal kurz vor, bitte. Ja. Dass man das sieht. Jetzt habt ihr hier leider die Putzbeleuchtung von der Messe drin. Ja. Ja. Das ist ein bisschen schade, weil das Ambiente da ein bisschen kaputt geht durch. Genau. Aber ja genau, machen wir mal zu. So, wir machen mal die Sonne aus. Und jetzt, guck mal hier, wie krass das Ambiente jetzt hier drin ist, oder? Und da auch noch zumachen da. Man fühlt sich jetzt gar nicht mehr im Wohnwagen, sondern du hast das Gefühl, du bist im Hotel, oder? Genau. Und das kommt so, wie es hier Das ist? ist genau so, wie man es bestellt. Also das ist nichts speziell bestellt jetzt da. Es gibt nur eine Optik mit Leder und so. Mit dem Polster kann man in Leder haben oder so. Aber sonst ist das alles eigentlich serienmäßig drin. Ablagen mit drin, die Schränke mit drin an der Seite. Alles, die Kleiderschränke sind drin da. Alles ist. Siehst du, und so kannst du jetzt, die Steuerung ist da auch wieder von hier aus steuerbar, oder? Wenn du Licht machen willst am Morgen, kannst du von hier aus steuern. Per Bussystem. Ja. Das heißt, von beiden Seiten kannst du auch Überall anmachen. da die USB-Sticks und so weiter, das Steckdose, das ist auch Jetzt ist der längste, ist wie lang? knapp 10 Meter. 10 Meter. Ja. Okay, also wenn jemand feststeht, da kommt es ja am Meter nicht an, so, dann kann er ruhig den 10 Meter nehmen. Ist so. Aber das hier wäre jetzt ein Wohnwagen, den könnte ich auch mitnehmen nach Spanien, hinten dranhängen, oder? Ist natürlich 2,52 Meter breit, oder? Also breiter geht nicht, oder? Ja, bin ich schon gefahren, das geht. Man muss sich nur dran gewöhnen. Auch kein Problem. Braucht Spiegel. Hier kann man abtrennen. Das Geniale ist, die Klimaanlage, die war gerade dran. Und die hat so viel Power, muss man sagen. Also hier ist ja richtig warm drin gewesen. Die packt das auch ordentlich. Und die ist natürlich hier genau an der richtigen Stelle, oder? Da oben. Genau, da kann man ja auch einstellen, ob sie zum Schlafzimmer oder zum Wohnraum blasen soll mit diesen Düsen da. Sie ist sehr leise. Ja. Also Ja. ist normalerweise brummt die wie verrückt, hier gar nichts zu hören. Liefern wir eigentlich immer mit Klimaanlage aus. Die Truma Aventa. Ja. Guck mal, und jetzt geh mal rein. Da ist 1 Meter, was bist du, 87? 87, ja. Ja, das ist ja mal eine Dusche, oder? Separate Dusche, passt natürlich sehr gut, oder? Mit Echtglas? Echt Glas, ja. Echtglas? Nein. Das ist Plexiglas. Ja, ja. Aber es sieht aber aus wie Echtglas. Warte mal, ist das echt Plexiglas? Ja, ja. Ich glaube, wow, das ist ein. Ja. Es ist Echtglas, guck mal. Das Grün hier an der Seite. Ja, das ist Echtglas. Habe ich auch nicht gemerkt. Krass, oder? Das heißt, du kannst es richtig sauber machen, das ist sehr hart. Verkratzt nicht. Super ist das, ja. Dann guck mal hier, Und das. dann haben wir diese Ablage noch da. So, das ist der Wickeltisch. Wickeltisch oder Ablage zum. Da kann man dann nur wieder reinlegen. Dann kann man wieder runterlassen. Die Toilette kennt man ja da von anderen Fahrzeugen. Boah, ist der schön, der Wagen. Ja, ich schon überlegt, ob man sich dann nicht einen gebrauchten LKW holt und den einfach hinten drauf packt, ja. Dann hat man mal ein schönes Wohnmobil. Ja. Krass. Ja, schön. Also Alterheizung ist mit drin, Fußbodenheizung, sehr warm. Also ein richtiger Winterwohnwagen, oder? Genau, da kann man wirklich 365 Tage einsetzen im Jahr. Das Schöne ist, was im Winter isoliert, ist im Sommer natürlich auch isolierend. Das heißt also Wärmeeinstrahlung. Dann kannst du ja vorne das Sofa hier, das hat die Maße, da kannst du drauf schlafen. Das gibt einen Schlafplatz mit 1,25 mal 2 Meter. Mal 2 Meter. Und wenn ich es nur so Kann man natürlich geht auch so liegen, oder? ja, das wäre für eine Person. Ja, das ist dann 1 Meter knapp, oder? Und 2 Meter lang, oder? Ja, das heißt, man könnte hinten das Polster wegnehmen, da ist noch breiter, das stelle ich da oben hin. Ja, das sind so Gelenke da, die. Das kann so nach vorne, oder? Okay, das wird dann breiter, Ja, wenn man das will. genau. Aber wenn ich jetzt mal einfach mal zum Beispiel mittags mal ein Nickerchen machen will, Problemlos. Ja. Kann man das einfach quer liegen. Oder man kann diese 2 Teile da, diese 2 Hocker sind das, sogenannte Hocker. Ach, die ein kann Hocker. man nach vorne nehmen und dann die Füße rauflegen, wenn man Fernsehen guckt, oder? du Fuchs, hast du alles schon ausprobiert, Ich habe es gelernt. gelernt. So, ich zeig's mal, da vorne Schneidebrett ist dabei. Ja, also alles dabei, ja. Ist das festgemacht irgendwo? Das ist fest, ja. Das ist fest? Ja. Kann man auch als Vergrößerung anschauen da oder zum Rüsten halt und so. Ist ja genial. So, komm, wir müssen Schluss machen. Die Leute wollen wieder rein. So ist es. Der Astella heute wieder viel gelernt bei dir, Theo. Danke dir, ja. Und wir gucken noch mal ganz kurz von außen an, denn das ist wirklich das meist
gesehene Modell im Moment und die Größe ist natürlich, macht Spaß. Nochmal die Aufbaulänge? Der ist 8,30 Meter mit Gesamtlänge und 7,50 Meter kurz. 57 Aufbaulänge. Ja. Er ist natürlich extrem kantig, der Innenraum geht nicht verloren dadurch. Alles das, was so beim Wohnmobil an Design oder sowas verloren geht, die 250, die machen es auch, oder? Ja, die machen sehr viel Raum innen, oder? Ja. So, komm, wir gehen mal gerade zur Landkarte. Da zeigen wir mal gerade, wo du bist. Denn ich kenne mich ja nicht aus mit den Schweizer Dialekten. Du sprichst was von Schweizerdeutsch? Aargauer Dialekt. Aargauer Dialekt. So, der Aargauer zeigt mal mit dem Finger. Ich bin hier zu Hause, Mitte der Schweiz. Und hier ist unsere Adresse. Du bist der Erste. Ich bin der Erste, So. der Älteste. Du bist, wie alt bist du denn? 1,67. Aber ich meine nicht alt vom Alter, ich bin der älteste Händler. Du bist 67 Jahre alt. Ja. Und du hörst nicht auf zu arbeiten, oder? Doch, Das hält jung. doch. Ich habe 2 Söhne, die weitermachen jetzt. Ja. Die sind auch schon im Geschäft. Und der Vorname von denen? Joel und Kai. Oh, okay, die müssen das jetzt übernehmen. Die sind schon dabei, ja. Damit du ewig Urlaub machen kannst oder so. Ja, ungefähr. Noch 2 Jahre und dann bin ich weg. Ist das schön auf der Messe hier? Weil ihr habt ja gute Produkte, die Leute lieben das, oder? Ja. Leicht zu verkaufen? Wenn die Qualität stimmt? Dieses Jahr ist es ein bisschen schwieriger halt, oder? Wegen der ganzen Situation. Aber eigentlich ist die Messe immer schön und man trifft viele Leute. Das Interesse ist sehr groß. Jetzt bei dieser Marke auch, oder? Ja, hier sind wir bei Adria. Das Ganze ist aufgebaut, Riesenhändlernetz. Wenn ich den bei dir kaufe, kann ich auch zum anderen Händler gehen, oder? Zum Service. Ja, kann man auch, ja. Wenn ich jetzt umziehe in Chalet oder so, dann muss ich nicht jedes Mal zu dir kommen. Es kann schon sein, wenn man im Tessin einen Astella stellt, dass halt der Bellinzona-Händler vielleicht mal eine Reparatur macht, wenn er auf dem Camping steht, oder? Das ist schon so. Aber es kann auch umgekehrt sein, oder? Ihr seid hier alle zusammen, das heißt, ihr arbeitet ja zusammen und nicht gegeneinander, oder? Ja, Meistens. Es arbeitet natürlich jeder für seine Kasse, das ist schon klar, aber man versucht dann ein bisschen schon zu helfen oder abzugeben an eine Gegend, die wir vielleicht nicht in der Nähe ist von uns, oder? So ist das ja. 1. November 2021, der stolze Papa von 2 Söhnen hast du? Ja, Joel und Kai. Und irgendwas Weibliches noch als Meine Kinder? Frau natürlich noch, oder? Ist auch Okay, im Geschäft. aber jetzt nichts Enkel oder so schon da? Nichts, noch nichts. Noch nichts. Theo Strebel von Strebo Camper Shop GmbH, da sind wir. Danke fürs Einschalten. 1. November 2021, Swiss Caravan Salon. Tschüss.